Also, mein Name ist Brigitte Hartwig. Ich unterrichte Kommunikationsdesign hier am Fachbereich Design der Hochschule Anhalt und ja, begleite seit 2010 das Vorortprojekt. Das begann mit einem Ladenleerstand in Dessau direkt am Rathaus und setzte sich 2012 fort mit einem alten großen Gebäude in der Nähe des Bahnhofs in Dessau, das Vororthaus. Also im Grunde begann es eben damit, dass wir einen Leerstand belebt haben. Die Idee bei Vorort ist immer bottom-up, also nicht top-down zu agieren, sondern zu schauen, was möchten die Studierenden, was möchten die Akteure, die sich hier engagieren, machen und das zu gewährleisten. Also es geht viel darum, mit Simulation zu arbeiten. Also wir tun mal so, als ob, wir probieren Dinge aus und weniger darum, Konzepte sich auszudenken oder ja, immer im Theoretischen zu bleiben, sondern wirklich ins Machen zu kommen. Vom Gartenprojekt über Küche, über ich gründe mein Designbüro bis hin zu wir machen eine Siebdruckwerkstatt auf, ist hier alles möglich. Im Grunde war die Stadt, die auf uns zukam als Hochschule, als Fachbereich Design, der Impuls. Weil die haben uns gefragt, könnt ihr nicht mit den Studierenden was in der Stadt machen? Wir haben so viel Ladenleerstand, das wäre schade, wenn wir da nicht irgendeine Idee entwickeln könnten. Und so fing es an, eben mit dem Vorortladen, wo wir von Anfang an gemerkt haben, in Dessau kann man jetzt nicht eine schicke Designgalerie vom Fachbereich Design etablieren, sondern es geht darum, dieses als Plattform zu nutzen und jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich dort auszuprobieren. Was das Projekt erreichen will, ist eigentlich, junge Leute in Dessau zu halten. Das geht mit Schülern, Schülerinnen erstmal schwieriger, weil die hier längere Zeit verbracht haben und den Sprung wagen wollen in was Neues. Aber wir haben hier das Potenzial, dass wir viele Studierende in Dessau haben und denen zu zeigen, dass es in Dessau ganz viele Möglichkeiten gibt, die es in anderen Orten nicht gibt, die zum Bleiben zu verlocken, nicht nur während des Studiums, also nicht zu pendeln, sondern zu sagen, ich ziehe auch an meinen Hochschulstandort und auf der anderen Seite auch nach dem Studium dazu zu verlocken, zu sagen, ich kann eigentlich auch hier in der Provinz gründen. Das ist eine super Ausgangsbasis, es ist unaufgeregt, ich bin genau zwischen Berlin, Magdeburg und Leipzig und Halle und kann mich hier ausprobieren und habe hier Möglichkeiten, die ich eben woanders eben gar nicht vorfinden würde. Wir finanzieren uns über Nutzungsgebühren, das heißt, wir haben hier im Haus Leute, die Räume als Raumpaten übernehmen, das heißt, die zahlen eine geringe Gebühr, mit der können wir wiederum die Nebenkosten bezahlen und so können sich Leute hier einrichten und es ist natürlich auch immer die Idee damit verbunden, dass die Räume dadurch aufgewertet werden und ja, das ist im Grunde unser Finanzierungskonzept. Ansonsten gibt es natürlich immer wieder Fördermittel, die wir akquirieren müssen. Da sind wir eigentlich dauerhaft dabei. Also das sind so im Grunde die zwei Quellen und natürlich Mitgliederbeiträge. Also wir haben jetzt um die 80 Mitglieder derzeit. Auch das ist Teil der Finanzierung. Ja. Die Erfahrung, dass es funktioniert, jungen Leuten Verantwortung zu geben, zu schenken, sage ich immer. Und nicht zu denken, es muss alles vorprogrammiert, vorstrukturiert, auf dem silbernen Tablett bereitet sein, sondern einfach zu sagen, hey, ihr bekommt jetzt hier einfach einen Raum und könnt was draus machen. Und was daraus entsteht, das war also immer wieder eine wunderbare Erfahrung. Dann der Moment, als die Stadtwerke hier Strom und Wasser wieder angelegt haben, also immer wieder dieses Gefühl, aha, wir sind hier nicht alleine, sondern da ist eine Stadtgesellschaft, die tatsächlich auch stark dahinter steht. Am Anfang war es schon Überzeugungsarbeit, auch gegenüber dem Wirtschaftsdezernent zu der Zeit, wirklich zu überzeugen, dass hier an der Stelle irgendwie was wachsen kann. Also es ging zunächst auch viel, wurde diskutiert über die Lage, dass es eben nicht zentral am Rathaus, in Rathausnähe sich befindet, sondern eher
ja, zwischen Umweltbundesamt, Bahnhof, Polizeidirektion. Das wurde nicht so als zentrale Lage wahrgenommen, wo die Stadt gerne irgendwie mehr Input gehabt hätte. Aber wir konnten dann überzeugen, weil es eben im Schnittfeld ist zwischen zwischen der Wohngegend, wo unsere Studierenden leben, zwischen dem Campus, dem Bahnhof, also für uns eine ganz tolle Lage und Position hier. Welche Sprungbretter uns besonders weit gebracht haben? Ich glaube, das war zum einen die Städtebauförderung, also die Ermöglichung, überhaupt ein neues Dach zu bekommen, die ganze Statik zu erneuern. Das war, glaube ich, ganz wesentlich, also ein trockenes Gebäude zu haben, um hier überhaupt weiterzukommen. Und ansonsten ganz viele kleine Sprungbretter im Sinne der Akteure, die hier was machen, die hier bleiben, die sich engagieren, die hier gründen, die was auf die Beine stellen. Also die Verstetigung läuft eigentlich die ganze Zeit schon sukzessive. Wir können uns, denke ich, finanzieren. Also wir merken, dass wir über die Nutzungsgebühren eigentlich ganz gut abfedern können, was wir an Ausgaben haben. Eine Herausforderung wird noch sein, tatsächlich eine zentrale Kümmerei zu etablieren, also eine Person, die wirklich dazu da ist, buchhalterisch alles nachzuhalten und die Verträge zu machen, sich ums Haus zu kümmern. Also das ist sicher noch eine Barriere, die wir nehmen müssen. Und ich denke aber, dass sich in 5 Jahren oder 10 Jahren dieser Ort tatsächlich so stark etabliert hat, auch im Zusammenhang mit der Hochschule, den Fachbereichen Design und Architektur der Stadt Dessau, dass es von alleine läuft und lebt und dass sich hier Leute wirklich langfristig etabliert haben und ja, auch die Community weitergewachsen ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Idee übertragbar ist. Wir hatten mal Leute aus Stuttgart hier, die meinten, das wäre bei uns niemals möglich, so eine Sache. Ich glaube, es muss schon auch die Situation in der Stadt sein, dass der Leidensdruck relativ hoch ist, also dass man tatsächlich einem Verein so eine Immobilie auch anvertraut. Aber ich denke, jede Kommune ist gut beraten, da wirklich diese Lockerheit und Großzügigkeit auszuprobieren, weil es kommt tausendfach zurück. Also den Bürgern einfach mal auch Raum überlassen, sei es ein Platz, ein leerer Laden. Da gibt es auch in anderen Ländern so viele Beispiele, dass das einfach toll funktioniert, wenn man das Vertrauen in seine Bürger hat, in die Leute, die sich vor Ort engagieren. Und ja. Also ganz wichtig ist es, nicht einen vorgefertigten Plan schon im Kopf zu haben und ein Ziel, was unumstößlich ist. Man muss, glaube ich, eine große Gelassenheit mitbringen, also nicht irgendwas forcieren wollen und immer darauf vertrauen, dass sich die Leute mitziehen lassen, die dann auch wirklich dabei bleiben. Also es darf niemand überredet werden und man darf sich selber dabei auch nicht verausgaben. Man muss immer schauen, wer trägt das Ganze mit, wer hat Lust dabei zu sein. Und dabei gibt es auch oft Phasen, wo eine Weile gar nichts passiert. Die muss man irgendwie geduldig überstehen und plötzlich sind die Leute da, plötzlich bildet sich die Community, der Funke springt über. Und ja, ich glaube vor allem dieses nicht zu viel wollen und ja, gelassen bleiben.